Hallo allerseits und willkommen zur Bausatzvorstellung des Horch 108 Typ 40 oder auch schwerer geländegängiger Einheits-Pkw genannt von ICM im Maßstab 1:35. Große Faszination geht natürlich von den Vollkettenfahrzeugen immer aus, aber darüber darf man jetzt auch die kleineren Unterstützungsfahrzeuge nicht vergessen, und da freut es mich jetzt schon sehr, dass da ICM immer wieder schöne Radfahrzeuge auf den Markt bringt. Das Fahrzeug gab es früher auch schon von Tamiya, aber ist jetzt auch schon etwas älter. Da kann eine neue Bausatzform sicherlich nicht schaden. Gut, dann schauen wir gleich mal rein in die Schachtel. ICM hat mittlerweile wohl die besten Verpackungen. Die Teile sind hier praktisch in so einer Schachtel eingepackt, die recht stabil ist. Hier der Deckel, das ist nur der Überkarton, der schützt eigentlich nicht sonderlich, aber hier ist es doch sehr stabil alles. Die Gießäste hingegen, die sind immer nicht so vorteilhaft eingepackt. Eigentlich alles in einen Beutel eingeschweißt. Habe ich jetzt aber eigentlich in der Vergangenheit überhaupt keine Probleme mit gehabt. Aber auf den ersten Blick sieht es ein bisschen unprofessionell aus. Schauen wir uns zuerst mal die Bauanleitung an. Ich finde, das ist immer sehr wichtig. Da bekommt man schon mal einen guten Eindruck vom Bausatz. Hier haben wir jetzt eine kleine Hintergrundgeschichte zum Fahrzeug auf Englisch und Ukrainisch, nehme ich an. Technische Daten, Warnungshinweise und hier eine Farbtabelle. Die bezieht sich nur auf Model Master. Ja, ich nehme sowieso die Farben, die ich da habe und nehmen will. Das ist also nicht wirklich relevant. Dann haben wir noch Zeichenerklärungen. Und hier dann eine Doppelseite. Da sieht man alle enthaltenen Gießäste abgebildet. Mit den Nummern zugeordnet auch. Sehen wir hier, die Teile verwenden wir nicht. Das scheint ein zusammengefaltetes Verdeck zu sein. Wir haben hier das geschlossene Verdeck. Möglicherweise kann man das auch mit geöffnetem Verdeck dann bauen. Je nachdem, das müsste man dann ausprobieren. Aber das ist mal sehr groß, sehr übersichtlich. Können dann auch die älteren Herrschaften gut erkennen. Der Zusammenbau startet dann mit dem Motor. Es gibt sich doch recht detailliert, wie man sehen kann. Zeichnungen sind groß, ist auch recht eindeutig. Es werden nur wenig Teile pro Bauschritt verbaut. Das sollte bei der Übersichtlichkeit dann doch ziemlich gut helfen. Jetzt gleich weiter mit dem Rahmen, Achsen und so weiter. Das ist ein allradgetriebenes Fahrzeug. Da ist also jede Menge unten drin. Okay, hier die Federn bestehen dann aus 2 Hälften. Das ist natürlich nicht so optimal. Allerdings stellt sich da die Frage, wie viel man da später noch sieht davon, wenn dann die Räder davor sind und noch ein bisschen Alterung drüber kommt. Aber das ist schon recht komplex. Das ist sicherlich kein Spaß für Anfänger, aber für Geübtere, glaube ich, ganz gut zu machen. Ja, hier wird auch eine Reihenfolge angegeben. Erst dieses Teil, dann dieses Teil. Finde ich ganz gut. Da kann man vornherein schon Missverständnisse ausräumen. Hier auch gut. Dieses kleine Teil wird dann nochmal vergrößert dargestellt, wo es eigentlich genau hin soll. Also das ist doch eine sehr anständige Bauanleitung. Deutlich besser, wie man das von anderen Herstellern kennt, wie Dragon oder so. Da ist die Bauanleitung dann doch immer die Krux an der Sache. Also hier ist immer noch Fahrwerk, Fahrwerk, Fahrwerk. Ist auch kein Wunder, so komplex wie das ist, dass das Fahrzeug in Wirklichkeit dann nicht so lang gebaut wurde, weil es einfach zu teuer und aufwendig war. So, endlich geht es mal weiter mit der oberen Hälfte vom Fahrzeug. Ja, Armaturenbrett, da gibt es auch Abziehbilder dafür. Ja, ist eigentlich eine ziemlich sinnvolle Aufteilung von den Teilen. Hier der Innenraum, der erinnert mich ein bisschen an den Steyr 1500. Das ist jetzt auch ein Fahrzeug aus einer ähnlichen Gewichtsklasse wie hier der Horch. Jede Menge Kleinteile, Bänke und Sitze werden hier eingebaut, was man eben so im Innenraum von so einem PKW hat. Ja, Karabiner liegen auch bei. Die Türen hat man Optionen. Einmal praktisch so ganz normal, wie man es kennt, und dann hier mit den
aufgesetzten Fensterrahmen. Wenn man dann das geschlossene Verdeck hätte, sieht man vom Innenraum nicht mehr viel, aber ja, jetzt für eine Winterszene macht das natürlich schon mehr Sinn. Da werden dann hier auch die Scheiben auch schon eingeklebt. Ist also alles dabei, das finde ich ganz gut. Dann geht es hier nochmal weiter an der Unterseite vom Fahrzeug. Hier der Antriebsstrang eingebaut. Das kann man eigentlich auch schon vorher machen. Dann hier Kühler, Lenkstange, Motorhaube. Gut, haben wir schon beinahe alles. Jetzt geht es noch ans Verdeck. Das ist eigentlich auch ziemlich detailliert. Hier mit den hochgerollten Verschlüssen hier, das finde ich echt ganz nett. Auch ein paar Kleinteile, Rückspiegel, Lichter und so weiter. Ja. Und das wäre es dann auch schon. Uns werden dann 4 Bemalungs- und Markierungsvarianten vorgeschlagen. Das erste Fahrzeug, hier 8. Panzerdivision, Sowjetunion Sommer 41 mit einer Wehrmachtskennung. Das zweite Fahrzeug ist von der Luftwaffe, da steht nur dran Russland Sommer 42. Nummer 3 hat dann eine Wintertarnung, Russland Winter 42 und dann das 4. Fahrzeug in Sandgelb, Sommer 43 in Russland mit einer Luftwaffenkennung auch wieder. Ich finde ein bisschen schade, dass die Einheiten nicht so gut spezifiziert sind. Dafür ist es halt in Farbe gedruckt. Also irgendein Problem ist immer, aber ich sag mal so, in Farbe ist es mir eigentlich lieber. Sehr gute Bauanleitung. Da dürfte es, glaube ich, keine größeren Probleme geben. Kommen wir nun zu den Teilen. Hier haben wir ein paar größere Teile, die an die Fahrgastzelle gehören. Der Kühlergrill, sehr filigran. Sind auch keine Fischhäute dazwischen. Das ist ein tolles Teil. Hier haben wir ein bisschen Fischhaut, aber das ist minimal und lässt sich leicht abschaben. Hier haben wir auch eine recht interessante Textur am Boden. Auswerfmarken haben wir hier innen keine. Ja, und der Motorhaube schon. Also wenn man die offen darstellen wollte, da müssen wir ein bisschen abschleifen innen. Das ist aber kein Drama. Das sollte jeder noch hinbekommen, der sowas vorhat. Wow, hier wird es wirklich kleinteilig. Also der Guisage ist wirklich vollgepackt mit winzigen Teilen, die hauptsächlich an den Fahrzeugrahmen gehören. Das ist auch eigentlich das eigentliche Komplexe an dem Bausatz und an dem Fahrzeug. Finde ich es dann auch schön repräsentiert, allerdings dann auch nicht ganz einfach zum Bauen. Macht eigentlich einen ganz guten Eindruck. Keine Teile sind beschädigt. Da war also dann die Verpackung, glaube ich, ganz gut. Schauen wir uns das mal aus der Nähe an. Ja, hier jetzt ein paar Fischhäute dran, aber wirklich nichts Gröberes. Das sollte eigentlich gut abzuschaben gehen. Man muss bloß eben aufpassen, allgemein beim Auslösen hier von den Teilen. Auch hier. Das ist, glaube ich, ziemlich nervenaufreibend. Ja. Wenig Grat, wenig Fischhäute. Finde ich, ist sehr schön gegossen. Hier dann die Federn, wie schon erwähnt, die sind zweiteilig, bestehen aus 2 Hälften. Das ist jetzt nicht so ideal, aber da sieht man später sehr wenig davon. Cleverer wäre es halt gewesen, das irgendwie als ein Teil zu haben. Ja, die Polster für die Sitzbänke, die sind ein bisschen texturlos. Da kann man vielleicht selber noch tätig werden. Manche überziehen die auch immer mit dem Verpackungspapier von den Riesen. Das ist vielleicht gar keine schlechte Idee hier, damit es ein bisschen Textur bekommt. Filigran geht es auch hier weiter. Mehr Teile für den Innenraum. Hier die Gewehre, die haben auch schon die kleinen Halterungen angegossen, mit denen man die am Fahrzeug befestigt. Das finde ich eigentlich ganz okay.
Cleverer wäre es natürlich gewesen, wenn die praktisch an dem anderen Teil dran sind, weil dann könnte man die Gewehre auch für was anderes verwenden. Ja, hier wahnsinnig filigran. Da muss man sehr vorsichtig sein beim Auslösen. Da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass da was kaputt geht. Da bloß nicht die Nerven verlieren und das Ding ins Eck schmeißen, sondern ja, da muss man einfach nervenstark bleiben. Diese ICM-Bausätze haben einfach auch ein bisschen die Angewohnheit, so kleinteilig zu sein. Die letzten 3 Bausätze, die ich von ihnen gebaut habe, waren aber trotzdem kein Problem. Ganz im Gegenteil, hat sogar eigentlich ziemlich viel Spaß gemacht. Und das ist ja eigentlich auch Sinn der Sache. Der Gießasch mit den Felgen liegt doppelt bei. Ja, da kann ich eigentlich nicht viel dazu sagen. Nur ein Befestigungspunkt, das ist eigentlich gut beim Auslösen und Versäubern. So detaillierungsmäßig ganz gut. Ich glaube aber auch, dass die echte Felge auch relativ detailarm war. Sollte eigentlich so eine gute Repräsentation sein. Hier haben wir dann die Teile für das eingeklappte Verdeck. Die Bauanleitung besteht darauf, dass wir das nicht verwenden. Ich vermute aber, dass man das trotzdem einbauen kann. Hier haben wir dann auch die normalen Türen. Innen keine Auswurfmarken, schön detailliert. Also hier dieses Verdeck, das gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Da sieht man nämlich auch noch was vom Innenraum später. Wäre ja fast schade, wenn man das verstecken würde. Hier dann das andere Verdeck, so wie es in der Bauanleitung uns ja vorgeschrieben wird. Hier auch mit den Türen, mit den aufgesetzten Rahmen, dass das dann auch wirklich geschlossen ist. Für eine Winterszene wirklich toll. Ich glaube, das gab es jetzt in der Form vorher noch nicht. Der Tamiya-Bausatz hatte nur, glaube ich, ein eingeklapptes Verdeck. Ja, an der Innenseite gibt es ein paar Auswurfmarken, aber da sieht man später dann so gut wie nichts mehr durch diese kleinen Fensterchen. Das ist eine schöne Option, dass man hier beides dabei hat. Und hier muss ich eigentlich sagen, die Stofftextur und auch die Falten und so, das sieht eigentlich ganz realistisch aus. Kann man eigentlich nicht meckern. Die Reifen sind aus diesem weichen Material hier. Das ist ja eine Sache, die viele Modellbauer verabscheuen. Mir persönlich ist es eigentlich egal, solange die Detaillierung passt. Die ist hier ziemlich gut. Es nur ein paar Reifen haben wir hier ja so eine Trennnaht, die halt ja schwer zu versäubern ist. Aufgrund des weichen Materials kann man es nicht abschleifen. Man kann es auch nicht wirklich schneiden. Das ist ein bisschen nervig. Aber normalerweise verschwindet es unter einer Alterung. Oder wenn es dann auf dem Diorama steht, schaut man da eigentlich gar nicht hin. Im Zweifel dann eben Riesenreifen verwenden. Für so einen PKW braucht man relativ viele Glasigteile. Wir haben hier einmal die beiden Frontscheiben und dann hier noch für die Scheinwerfer. Sehr schön gegossen, keine Makel zu erkennen. Ist auch verhältnismäßig dünn. Also finde ich, ist eigentlich eine ganz gute Sache. Für die Seiten und auch fürs Verdeck findet man dann hier so eine Klarsichtfolie. Das ist wirklich bloß Folie, aber hier ist schon angetragen, wie man die dann ausschneiden soll. Das finde ich ganz gut. Da muss man nicht irgendwelche anderen Schablonen sich organisieren oder das selber rausfinden. Das ist hier schon angetragen, einfach ausschneiden und einkleben. Da haben sie eigentlich gut mitgedacht. Der Abziehbilderbogen ist sehr klein, hauptsächlich Nummerntafeln. Der Trägerfilm ist relativ groß, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Den muss man auf jeden Fall ein bisschen zurücktrimmen. Gerade bei den Nummernschildern ist das ziemlich wichtig, sonst steht da so ein transparentes Stückchen noch über und es sieht dann blöd aus. Also da würde ich raten, die wirklich genau entlang der schwarzen Linie auszuschneiden. Hier von Tacho und so sieht eigentlich ganz gut aus. Also ICM hatte früher schreckliche Abziehbilder, mittlerweile sind die eigentlich ziemlich gut. Ich habe die jetzt schon in den letzten Jahren öfter verwenden dürfen und es war eigentlich immer einwandfrei. Haben sich auch super an Unebenheiten angepasst, wenn man ein bisschen Weichmacher verwendet hat. Man muss mittlerweile sagen, dass ICM wirklich für sehr gute Qualität steht. Der Bausatz hier fügt sich da nahtlos ein. Ist recht komplex, sicherlich kein Spaß für Anfänger, aber
für fortgeschrittene Modellbauer eigentlich kein Problem. Der Detailreichtum ist schon sehr beeindruckend. Du hast Motor drin, Innenraumdetails in der Fahrgastzelle und ja, eigentlich der ganze Fahrzeugrahmen und das Antriebssystem ist eigentlich komplett wiedergegeben. Also da kann man eigentlich schon ziemlich viel anstellen damit, jetzt für eine Werkstattszene zum Beispiel, oder wenn man ein Diorama hat mit Figuren, kann man dann auch sehr gut den Innenraum dann da bevölkern von dem Fahrzeug. Die Bauanleitung ist auch sehr gut gelungen, da könnten sich andere Hersteller auf jeden Fall eine Scheibe von abschneiden. Die Abziehbilder nicht ganz so überragend, da sage ich mal so, man kann sie bestimmt gut verwenden und wenn sie einem doch nicht gefallen sollten, kann man ja immer noch was aus der Restekiste nehmen. Es ist auf jeden Fall gut zu wissen, dass die Wachablösung gut funktioniert hat, dass jetzt der alte Tamiya-Bausatz getrost in Rente gehen kann. Hier der ECM-Bausatz ist auf jeden Fall deutlich besser. Preislich liegt er jetzt so ungefähr bei 30 Euro. Das ist okay. Ein Schnäppchen ist es nicht, aber überteuert eigentlich auch nicht. Es ist, glaube ich, noch in Rahmen, wenn ich mir da auch anschaue, wie da die Preispolitik bei anderen Herstellern ist. Da ist ICM eigentlich noch eine gute Alternative. Gut, das war's für diese Bausatzvorstellung. Ich hoffe, euch hat's gefallen und wir sehen uns auch wieder im nächsten Video. Euer Hamika Vakas.